Leute, was geht? Ich bin's, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Ich dachte mir, weil in letzter Zeit sich sehr oft ein und dieselben Fragen unter meinen Videos angehäuft haben und ich euch auch auf Instagram gefragt habe, ob ihr mir Lust habt, Fragen zu stellen, ich mache ein Q&A, Leute, und beantworte euch unter anderem auch diesmal, was ist eigentlich oder wo ist eigentlich LAN? Das war die meistgestellteste Frage hier auf YouTube. Und was und wo ist eigentlich Fluffy? Ja, das waren die meistgestelltesten Fragen hier. Aber ihr habt mir auch ganz viele Fragen auf Instagram gestellt und die werde ich zum Teil beantworten. Also bleibt gerne dran. Diesmal wird wieder ein anderes Video am Start sein. Aber lasst mich auch gerne mit einem Daumen nach oben wissen, ob ihr Bock habt auf mehr solcher Videos. Oder halt auch, dass ich euch mal mit durch meinen Alltag nehme oder sowas. Lasst es mich gerne wissen oder Bock auf eine Challenge oder so habt. Bei 10.000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid, da mache ich sowas öfters mal. Und ja, ich würde sagen, ich laber jetzt nicht so viel. Wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und let's go. Fangen wir mal mit Instagram an und das war das, was am meisten gestellt wurde. Tatsächlich, da war es irgendwie ein bisschen anders. Das andere wurde auch sehr oft gestellt, versteht mich nicht falsch, aber das hat mich ein bisschen überrascht. Und zwar haben mich sehr viele gefragt, wie geht es dir momentan? Wie läuft dein Heilungsprozess? Wie geht's dir? Sehr, sehr oft wurde ich das gefragt, was mega süß ist. Also Dankeschön dafür, weil ich finde, es ist nicht selbstverständlich, dass man gefragt wird, wie es einem eigentlich geht. Wenn ihr mich schon länger kennt, dann wisst ihr, wie meine Situation ist. Ich habe ja keine Eltern mehr, mein Bruder auch nicht mehr. Und ich muss ehrlich sagen, es ist verdammt schwer, alleine irgendwie durchs Leben zu kommen. Also ich dachte anfangs, ich verkrafte das viel besser, aber dann kam so ein Low, Leute, und da habe ich realisiert, nee, das geht nicht mehr so weiter. Ich muss mir Zeit nehmen zu heilen. Weil meistens habe ich das immer mit guter Laune überspielt. Und das hat mich auch sehr gut übers Wasser gehalten. Aber es ist so, als wäre jemand oder etwas auf deinen Schultern und würde dich immer mehr runterdrücken. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so schwer zu erklären. Irgendwie, ja, so eine Last auf deinen Schultern einfach. Keine Ahnung, vielleicht kennt das jemand von euch, aber es war irgendwann mal so viel, dass ich mir dachte, das geht nicht mehr. Ich habe auch lange gebraucht, um zuletzt zu realisieren, was eigentlich mit meinem Vater passiert ist. Und das hat mich nochmal so richtig runtergezogen. Also, ich weiß auch nicht, das kam so plötzlich, Leute. Ich habe das echt versucht, die ganze Zeit zu verdrängen, aber es geht nicht gut, Leute. Verdrängen geht nicht gut. Überspielen ist nur eine Lösung auf kurze Zeit, aber nicht auf lange Dauer. Und ja, deswegen hatte ich schon vor einiger Zeit gesagt, auf Instagram, ich nehme mir Zeit zu heilen. Deswegen habe ich mir bewusst auch sehr viele Bücher geholt. Immer noch dabei zu heilen, Leute. Aber es ist halt einfach ein mega langer Prozess. Aber ich habe mich sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt. Also bewusst zum Beispiel auch, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich gewisse Ängste habe, warum mich gewisse Sachen triggern. Also das ist so ein riesengroßes Thema, Leute. Aber ja, ich bin halt, wie gesagt, immer noch dabei. Aber ich akzeptiere halt auch den Teil an mir, dass ich halt alleine bin, Leute. Also ja, damit muss ich halt einfach leben. Ich habe es mir zwar nicht ausgesucht und ich habe es mir auch nicht ausgesucht, stark zu sein. Und wenn ich könnte, wenn ich ehrlich bin, wäre ich es auch gerne nicht. Aber ja, ich kann jetzt auch nichts mehr dran ändern. Also man muss lernen, damit zu leben. Aber mir geht es schon ein bisschen besser als vor 2, 3 Jahren, wo das dann so richtig anfing und mich so richtig eingeholt hat nochmal. Es könnte noch besser sein, aber es geht mir langsam besser. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich euch mitnehme bei meinem Heilungsprozess quasi. Auf dem Weg, habt ihr Lust darauf? Lasst es mich gerne wissen. Vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen von euch, sich nicht so alleine zu fühlen. Also mir hilft sowas immer, wenn ich das bei anderen sehe, mich nicht so alleine zu fühlen damit, weil das schon ziemlich einsam sein kann, so die ganze Situation. Aber lasst es mich gerne wissen. Das erste, was ich jetzt seit langer Zeit mal gemacht habe, ist ein Bild von meinem Vater aufzuhängen. Das ist das Einzige, was ich geschafft habe. Aber auch nur eins, wo er jünger war und nicht so, wie ich in Erinnerung zuletzt hatte, aber wenigstens etwas. Also das ist schon mal ein Schritt. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich, weil das war echt vor kurzem noch unvorstellbar für mich. Aber danke an alle, die mich gefragt haben, weil das hat wirklich den größten Teil der Fragen ausgemacht. Und das ist so süß, Leute. Ehrlich, mir kamen schon Tränen. Das war so süß. Dann wurde ich sehr oft gefragt, bist du noch Ariana Grande-Fan? Natürlich, Leute, was? Mir wurde sogar unterstellt, Leute, ich war auf der Eras Tour von Taylor Swift. Ich sei ja gar kein Ari-Fan. Und was ist los, bitte? Man kann doch von mehreren Fan sein oder mehrere Musiker mögen, so. Das ist doch nicht so deep, Leute. Also, mal ganz im
im Ernst. Sogar Ari selber hört sich auch andere Musiker an, wo man denken würde, ey, das ist doch deine Konkurrenz, so quasi. Aber sie sieht sie gar nicht so als Konkurrenz an, sondern einfach als Kollegen, als jemand, der auch Kunst macht und so. Und genauso ist es doch bei Leuten, von denen man Fan ist. Man kann doch auch andere mögen. Ihr mögt doch auch nicht nur eine Person und hört sonst gar keine andere Musik. Außer ihr seid Ultra-Fan natürlich, aber das gibt's natürlich auch. Will ich auch nicht irgendwie abstreiten oder so, aber Leute, mal ganz im Ernst, ich finde das ein bisschen kindisch und ich mag halt mehr Musik. Also ja, wenn andere coole Musiker hierher kommen würden nach Deutschland, dann würde ich auch zu deren Konzerten gehen. Und jetzt kommen wir zu einer der meistgestelltesten Fragen hier auf YouTube oder auch auf Instagram. Unter meinen Videos immer wieder lese ich das, unter fast jedem Video sogar. Wo ist Lan? Was ist eigentlich mit Lan? Bist du noch mit Lan befreundet? Nein. Lan und ich sind leider keine Freunde mehr. Schon länger nicht mehr. Nicht so lange nach dem letzten Video. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist jetzt schon. 1,5 Jahre ungefähr. Fast 2. Also es ist schon ein Weilchen her. Aber ich brauchte auch Zeit, Leute, um damit klarzukommen. Weil das ein Abschied ist quasi. Du trauerst quasi auch einer Person hinterher. Eine lange Freundschaft, die kaputt geht, ist nicht von heute auf morgen einfach so vorbei für einen. Damit muss man erstmal klarkommen, damit muss man abschließen. Das ist fast schon gefühlt wie so eine Trennung, um ehrlich zu sein. So fühlt sich das zumindest dann an, erst einmal. Aber wir sind im Guten auseinandergegangen. Jeder geht seinen Weg und es passt einfach nicht mehr. Und das ist auch der Grund. Man hat es immer wieder versucht, aber es passte einfach nicht mehr. Und dann ist es einfach besser zu sagen, okay, wir gehen einfach getrennte Wege. Menschen ändern sich und manchmal merkt man einfach, dass es nicht mehr passt. Also das war bei Lan und mir halt genauso und man hat sich immer wieder aufgerafft und dem Ganzen wieder eine Chance gegeben. Aber kennt ihr das auch? Fühlt sich nicht mehr so an wie vorher. Und dann, finde ich, ist so der Punkt gekommen, wo man einfach abschließen sollte damit. Dann sollte man nicht mehr daran krampfhaft festhalten, sondern einfach sagen, nee. Dann ist es besser, getrennte Wege zu gehen, auch wenn es traurig ist, Leute. Kein Drama, kein Streit. Einfach nur, jeder geht seinen Weg und nicht mehr zusammen. Auch wenn es sad ist, Leute. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es hält. Aber wenn es nicht geht, dann geht das halt nicht. Und das ist dann der gesündeste Weg, einfach loszulassen. Und Lan und ich, wir kennen uns schon seit wir klein sind. Sie hat alles mitbekommen, was in meinem Leben abging. Ich habe alles bei ihr mitbekommen. Also das war nicht einfach mal irgendwie so eine Freundschaft, Leute. Das hat mir halt sehr viel bedeutet eigentlich. Und deswegen könnt ihr euch wahrscheinlich auch vorstellen, wie schwer sowas ist. Auf beiden Seiten. Und vielleicht, wenn das Leben so will, trifft man wieder irgendwann mal aufeinander und es passt dann wieder oder eben nicht. Aber erzwingen bringt nichts. Das bringt für beide Seiten nichts. Ich weiß, viele wünschen sich Drama, aber Leute, da gab es kein Drama, okay? Es gab kein Drama. Ganz simpel. Aber ja, man kann es auch so lösen. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die das so lösen. Aber keine Frage, ich vermisse es trotzdem manchmal, eine Bestie zu haben. Einfach, weil es schön ist, jemanden lange zu kennen. Ich finde, eine beste Freundin ist jemand, den man sehr lange kennt und dem man vertrauen kann. Ja, ich liebe es einfach, Leute um mich zu haben, die ich schon sehr, sehr, sehr lange kenne. Also, ich würde da sagen, ich bin schon ein loyaler Freund. Und ich mag das auch, wenn man genauso ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin kein Fan davon, Freunde mal auszutauschen. Da wurde ich auch öfters gefragt, Becky, warum machst du wieder Challenges und so? Es ist schwer, Challenges alleine zu machen. Leute, die meisten Challenges sind immer zu zweit. Und wenn, dann habe ich sie ja mit Lan gemacht. Irgendwie so Bestie-Challenges und so. Da haben wir so richtig verrückte Sachen gemacht. Die waren so lustig. Manchmal gucke ich mir die immer noch an, obwohl das eine Zeit lang echt mir schwer fiel. Aber ich habe mir erst vor kurzem wieder ein Video angeguckt. Welches war das nochmal? Mit Inline-Skates. Genau, ich habe mich so krank gelacht, ne? Das war so lustig. Auch wo wir als Prinzessin unterwegs waren und so. Aber ja, alleine kann ich diese Challenges nicht drehen, Leute. Mit wem soll ich die Challenges drehen? Klar, ich könnte jetzt mit anderen drehen, aber mir fällt das schwer, irgendwie ich selber zu sein. Und mich zu öffnen. Ich bin eher introvertiert, Leute, tatsächlich. Mir fällt das dann schwer, ich selber zu sein und lustig zu sein und so, wenn ich die Person noch nicht genug kenne. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute super nett sind, aber mir fällt das schwer, Leute. Ich weiß auch nicht, ich muss irgendwie mich wohlfühlen bei jemandem erst und das muss so eine richtige Freundschaft sein und ich möchte da auch nichts irgendwie spielen oder so. Deswegen, ja, habe ich jetzt niemanden zum Drehen. Dann, was ist dein Ziel, welches du vom ganzen Herzen erreichen möchtest? Und darüber habe ich mir so Gedanken gemacht. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ich möchte irgendwann mal in einem armen Land, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal schaffe, eine Schule oder einen Teil der Schule eröffnen. Also heißt zum Beispiel einen Raum irgendwie schaffen zum Lernen. Zum Beispiel eine bessere Bibliothek oder einen Computerraum oder irgendwie sowas. Das wäre so mein Goal, irgendwo zu helfen mit Bildung
wo Bildung fehlt. Das wäre schon schön, das einmal im Leben irgendwie zu schaffen. Ich weiß doch noch nicht wo, aber da, wo Hilfe gebraucht wird. Dann, was sehr oft gefragt wird, wer filmt dich eigentlich immer, wenn du mal nicht filmst? Würde mich mal interessieren. Das macht eine Freundin dann einfach, Leute. Also Freunde von mir helfen mir dann. Aber das sind halt diejenigen, die nicht vor der Kamera stehen wollen, sondern vielleicht mal hinter der Kamera sind und die Kamera für mich halten. Aber die wollen selber nicht ins Internet. Und das akzeptiere und respektiere ich auch schon seit Jahren, Leute. Es gibt Menschen, die wollen tatsächlich nicht ins Internet. Da helfen mir dann Freunde. Aber das ist dann hinter den Kulissen zum Beispiel. Hast du Bernhard noch? Natürlich habe ich Bernhard noch. Er ist in meinem Zimmer, aber er ist eher jetzt momentan ein Hundebett, weil Fluffy schläft immer auf seinen Beinen. Aber eigentlich lebt er sein perfektes Teddy-Leben, weil, hallo, dafür sind Teddys da, oder? Dass die am Ende auch zum Hundebett werden. Dann wurde ich auch noch oft gefragt, kannst du dich noch an deine Game Master Videos erinnern? Liebe sie? Oder wo ist der Game Master? Hat der Game Master dir geschrieben? Nein, er hat mir nicht geschrieben, Leute. Und natürlich kann ich mich noch an die erinnern. Weil, Leute, das Beste überhaupt war ja das hier. Hallo? Wie kann man das vergessen? Und jetzt zur nächsten Frage. Wo ist Fluffy? Was ist eigentlich mit deinem Hund passiert? Wo ist dein Hund? Fluffy ist hier, Leute. Hier ist Fluffy. Hier seht ihr sie in ihrer vollen Haarpracht. Die schöne Fluffy. Oh, sie ist so süß. Ein kleiner Igel. Was ist mit Fluffy? Nix ist mit Fluffy. Hier geht's super. Sie lebt ein super Hundeleben hier bei mir. Und wir lieben uns ganz doll. Nur sie sieht man nicht immer in Videos, weil entweder passt das nicht, weil das passt nicht zum Video und ich will sie nicht extra deswegen stören. Oder sie liegt dann halt irgendwie woanders. Da will ich sie auch nicht stören, oder sie schläft dann gerade, hat keine Lust. Manchmal seht ihr sie in Videos, dann ist sie voll aktiv. Dann hat sie auch Lust drauf und dann zeige ich sie auch, Leute. Aber sie ist immer noch da. Ich bin der Meinung, wenn man sich ein Haustier anschafft, dann behält man das auch bis zum Ende und gibt es auch nicht ab. Also wenn ihr das von mir denkt, dann seid ihr an der falschen Adresse. Natürlich gibt es ja Fälle, da wird jemand krank und kann sich nicht mehr um das Tier kümmern und so. Das ist ja eine ganz andere Sache und eine traurige Sache. Aber ja, ich finde, man behält sein Tier. Und wenn ich mal unterwegs bin, was ich tatsächlich viel, viel weniger bin, als es eigentlich aussieht, ich bin viel mehr zu Hause, als dass ich irgendwie unterwegs bin oder so, dann passt mal jemand auf Fluffy auf, jemand, den sie kennt, schon lange, also eine Freundin von mir. Und da ist sie auch in Kontakt mit anderen Hunden, was ihr so viel hilft, weil ich sie genau in der Zeit geholt habe, wo die ganze Situation da draußen war. Ihr wisst ja noch, 2020, da gab es nicht so viel Hundekontakt. Und deswegen ist sie so ein bisschen antisocial. Oder sie ist einfach so vom Typ, aber keine Ahnung. Sie versteht sich mit dem Hund super gut von ihren Eltern. Bekommen immer Bilder dann und Videos und so. Und sie ist dann auch plötzlich viel, viel selbstbewusster draußen unterwegs, was ich mega finde, weil man merkte schon manchmal, dass sie so ein bisschen scheu ist und so weiter und das hilft ihr total. Also finde ich sogar toll. Das ist dann das Einzige, wo sie dann vielleicht nicht bei mir ist, aber sie ist dann in sehr guten Händen natürlich und dafür sorge ich auch und ansonsten ist mit ihr nichts. Ihr geht's super. Kannst du mal mehr Videos mit Fluffy machen? Das wurde ich auch öfters mal gefragt. Komm mal wieder Fluffy-Videos. Ich weiß aktuell nur nicht, was ich für Fluffy-Videos machen soll. Einige meinten so zu mir, Becky, mach doch mal eine Morgenroutine mit Fluffy. Eine aktuelle. Habt ihr darauf Lust? Weil ich habe euch ja eher so durch die Zeit mitgenommen, wo ich sie halt bekommen habe. Und wo die ersten Male mit ihr waren, zum Beispiel baden oder Gassi gehen und bürsten und all sowas. Da habe ich euch ja mitgenommen und habe euch Teil davon sein lassen. Oder erst mal zum Strand und so. Aber danach pendelt sich so dann der Alltag ein und dann passiert auch nicht mehr so viel Neues. Also lasst mich gerne wissen, was ihr gerne mit Fluffy sehen wollt. Dann mache ich das natürlich. Vielleicht habt ihr ja Ideen oder Wünsche. Aber so aktuell weiß ich einfach nicht, was ich mit ihr drehen soll. Ja, dann wurde ich sehr oft gefragt, komm bald mal wieder TikToks. Bist du wieder auf TikTok wieder mal aktiv? Wann lädst du auf TikTok hoch? Da muss ich ehrlich sagen, bin ich auch wieder stolz auf mich ein bisschen. Ich habe mich wieder getraut, mehr auf TikTok hochzuladen. Weil ich habe 2-3 Jahre fast gar nicht mehr da so richtig hochgeladen. Ja, shame on me, Leute, aber ich habe mich da absolut nicht wohlgefühlt. Und wenn ich mich irgendwo nicht wohlfühle, dann lade ich da eigentlich auch gar nicht hoch. Das hat mir selbst überhaupt nicht mehr gut getan, diese Plattform. Ich weiß auch nicht, aber ich muss ehrlich sagen, TikTok ist ein bisschen toxisch geworden. Vorher war es halt einfach diese Tanzplattform und du hast Lip-Sync gemacht und dann waren da so lustige Videos dabei und dann driftete das alles, ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkam, in so eine richtig toxische Schiene ab. Und das gefiel mir absolut gar nicht. Und da ging es mir sowieso schon schlecht. Ich hatte noch einen Schicksalsschlag, aber ich wollte halt dann heilen. Und das traf irgendwie alles aufeinander. Und ja, wenn es dir richtig schlecht geht
und dann kommen noch so blöde Kommentare zum Beispiel. Oder man sagt zum Beispiel, bitte lass das und das ist den Leuten egal. Und eigentlich geht sie richtig mies, gerade zu dem Zeitpunkt privat. Ich wollte dann einfach nur auch weg von dieser Plattform, weil ich dachte mir, nein, den Leuten ist es egal, wie es dir geht. Und da möchte ich nicht sein, Leute. Auf YouTube, ich habe meine Community, ich habe euch so doll lieb, ihr seid so cute. Und auf Instagram sind auch super viele, super süß, da war ich eher dann aktiv. Aber auf TikTok, das habe ich nicht gefühlt, Leute. Aber jetzt, irgendwie hat sich das wieder ein bisschen geändert, finde ich. Da sind doch sehr viele süße Leute. Und ganz viele haben mir geschrieben, sie haben mich vermisst und so. Und da mache ich halt einfach irgendwas, worauf ich gerade Bock habe und lade das dann einfach hoch, was ich zum Beispiel auch auf Reisen gefilmt habe und so weiter. Also ja, das mache ich jetzt just for fun, aber ob ich da jetzt die ganze Zeit aktiv bleibe, weiß ich noch nicht. Wenn du über Nacht eine Sprache lernen könntest, welche wäre es? Auf jeden Fall Japanisch und das möchte ich auch unbedingt noch lernen. Leute, ich will unbedingt Japanisch können. Dann haben welche hingeschrieben, wohin ich reisen will, habe ich noch irgendwelche Pläne und ich war ja auch schon in Japan, USA und so. Wohin geht es als nächstes? Ich habe jetzt tatsächlich etwas geplant, aber ich will noch nicht verraten genau wohin, aber das könnt ihr vielleicht erraten. Ich gebe euch wieder einen Tipp, Leute. Challenge an euch. Mit S fängt es an. Mehr sage ich nicht. Dann wurde ich gefragt, warum hast du blonde Haare? Also einige von euch denken sogar teilweise, wenn ich mal kurz erwähne, so, ja, das ist nicht meine echte Haarfarbe, dann sind einige so richtig erschrocken. Aber eigentlich sieht man das doch. Leute, guckt doch hier meinen Ansatz an. Ja, warum habe ich blonde Haare? Keine Ahnung. Irgendwie hat sich das so ergeben. Ich wollte eine andere Haarfarbe haben. Ich wollte mich schon immer mal mit blond sehen und dann bin ich dabei geblieben. Und deswegen ändere ich auch eigentlich nichts an mir, weil ich bin so zufrieden, Leute. Wieso soll ich etwas ändern, womit ich zufrieden bin? Das macht für mich keinen Sinn. Dann wurde ich noch gefragt, was war dein schönstes Reiseziel, wo du je warst? Japan und Hawaii sind so close nebeneinander, Leute. Ich kann mich nicht entscheiden. Hawaii ist so wunderschön. Oh mein Gott, wie im Traum. Das ist das Paradies. Und Japan ist auch so wunderschön. Also wirklich, ihr müsst einmal im Leben nach Japan. Auch wenn ihr vielleicht kein Fan seid von Anime, von diesen kitschigen Sachen oder vielleicht auch vom asiatischen Essen, weil das irgendwie so andere Gewürze hat und so. Aber Leute, in Japan ist das Essen nicht so krass gewürzt. Also ich würde auch sagen, Leute, die das nicht so gerne mögen, finden da auf jeden Fall super viel Essen, was unfassbar lecker ist. Die Kultur ist auch wunderschön. Da gibt es so viele Tempel zum Anschauen, so viele alte Gebäude und so viel Geschichte. Und dann gibt es auch noch super tolle Natur. Ich kann nur Japan empfehlen. Wirklich, das muss auf jede Bucketlist. Dann, was ist deine liebste Jahreszeit oder Lieblingsmonat? Ich liebe den Sommer. Natürlich. Ich mag aber auch den Herbst. Aber ich glaube den Sommer. So, wenn es am heißesten ist. So August oder so. Ich glaube, das ist der niceste Monat, wenn es so richtig heiß ist. Und dann noch wurde ich gefragt, wie würdest du deinen Style beschreiben? Boah, das ist so schwer, Leute. Ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe nicht nur einen Style. Ich mag super viele Sachen, aber auf jeden Fall nicht dunkel. Weil das steht mir einfach nicht, habe ich gemerkt. Ich habe zwar auch dunkle Sachen. Ganz selten trage ich auch mal dunkle Sachen, aber die stehen mir eigentlich gar nicht. Aber wenn, dann eher so Soft Girl, kokett ein bisschen. Manchmal auch so ein bisschen Clean Girl Style. Das mag ich auf jeden Fall auch. Oder so ein bisschen Bellycore. So im Sommer liebe ich diese Coconut Girl Ästhetik. Das bin dann so ich im Sommer. Ja, aber ansonsten gerne so Schleifen, rosa, flauschig, fluffy ist flauschig. Sowas halt. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt so einige Fragen von euch beantworten. Und vor allem das mit Lan wurde ja sehr oft gestellt und mit Fluffy. Da habt ihr jetzt eure Antwort, Leute. Und dann werde ich auch nicht weiter darauf irgendwie eingehen oder das beantworten oder so, weil das macht auch keinen Sinn. Aber jetzt wisst ihr das und ich hoffe, ihr versteht das auch und geht respektvoll damit um. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so lieb. Bis dahin, bye!